Lieber Krebs, herzlich willkommen. Ups, da fallen schon die Karten. Herzlich willkommen zu deinem November-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, was dein November 2025 zu bieten hat, wie er sich gestalten möchte, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend, jedoch eventuell aber auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück auf den Link. Es erwarten dich mehr Details, andere Botschaften. Du wirst automatisch weitergeleitet. Der Krebs im November. Wie im Großen, so im Kleinen und vice versa, lieber Krebs. Sie sagen, schau genau hin, du darfst erkennen. Ha, und von nichts eine Ahnung, aber so tun als ob. Ob du das bist oder jemand anders, einer deiner Gegenüber, wir werden es herausfinden. Der November wird für dich ein Monat, wo du herausgefordert wirst. Du wirst mental sehr stark gefordert. Du wirst mental sehr viel arbeiten. Hoffentlich auf strukturierte, positive Weise. Du wirst ein Muster entwickeln, beziehungsweise eine Struktur entwickeln. Vielleicht ist ein Genie unter euch, welcher einen Durchbruch mit etwas hat. Du hast 5 Themenkarten. Wisse, dass der November für dich wie Sesam öffne dich ist, wie eine Schatztruhe. Du darfst sehr viel Wachstum erfahren, du darfst sehr viel Neues entdecken, sei es an dir, sei es im Außen oder auf den Interessengebieten, auf deinen Interessengebieten. Ja, hier die ersten 2 Karten schon ganz wundervoll und sehr vielversprechend. Hier die Schatztruhe. Sesam, öffne dich. Was wünschst du dir? Alles ist möglich. Wisse, dass du ein neues Selbstbewusstsein generieren wirst, dadurch über das, was du entdecken darfst. Wisse, dass du alles anwenden lernst, alles anwenden kannst, was du entdeckst. Es ist nur für dich, speziell für dich. Es wurde ja für dich vorbereitet. Es ist, als würde sich eine neue Welt öffnen. Du generierst sehr viel Selbstsicherheit, sehr viel Selbstbewusstsein darüber. Das ist gut so, das ist schön so. Wir freuen uns mit dir. Es ist für dich vielleicht noch wichtig zu wissen, so wunderbar diese neue Welt ist, dieses neue Portal, das sich dir öffnet, mit allem, was du dort für dich entdecken darfst. Ruhig Blut, nichts überstürzen, denn das würde dich sonst wahrlich überfordern. Schritt für Schritt gehe vor, eins nach dem anderen. Du wirst dich dabei ertappen, dass du sagen wirst, ah wow, dann kann ich das noch machen, ich will das auch noch und jenes möchte ich noch integrieren. Ach ja, da will ich auch noch hin. Tief durchatmen. Mach dir eine To-Do-Liste, auf der du wirklich Schritt für Schritt abhaken kannst. Denn ansonsten, wie gesagt, ist die Überforderung sehr stark und vor lauter Neuigkeiten kennst du dich nicht mehr aus. So nach dem Motto, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Also, die Liebe, Sehnsucht oder innige Zweisamkeit. Wir werden es uns mit dem Tarot ansehen. Schauen wir uns dein Hauptthema an im November. Unter welchem Stern steht dein November? Sie weisen mich darauf hin, gilt sicherlich nicht für alle, aber vielleicht für einige von euch. Vorsicht vor scharfen Küchenmessern. Vor allem, wenn ihr irgendein Gemüse schneidet oder irgendwas schneidet, dass ihr euch nicht verletzt, nicht in den Finger schneidet. So, du hast, ganz interessant,
das Unvorhergesehene und ein Traum wird wahr, ein Ziel rückt näher. Und du bist guter Hoffnung, guter Dinge. Es scheint, dass du vom Schlimmsten ausgegangen bist. Doch dieses Schlimmste entpuppt sich als längst nicht so schlimm, beziehungsweise als das Beste, was dir passieren konnte. Wie gesagt, du kommst dir selbst näher, du kommst deinen Zielen näher und das, was für dich vorher unerreichbar schien, wird greifbar. Es kommt nicht nur in deine Nähe, sondern näher und näher und näher, bis es bei dir ist. Also innerhalb des Novembers wirst du es greifen können, wirst du es integrieren können. Gut möglich, dass du sehr, sehr stark mit einem Luftzeichen verbunden bist, insbesondere mit einer Waage oder einem Wassermann. Es ist wichtig für dich, dass du, wie kann man sagen, dass du einstehst für dich, dass du in die Handlung kommst und unternimmst, was es benötigt, um X und Y zu erreichen. Sie sagen, es benötigt auch, dass du diese Opferrolle, die du anscheinend eingenommen hast in letzter Zeit, endlich ablegst. Sie sagen, der November hat dir so viel zu bieten, so viel Leichtigkeit und Freude. Da wäre es sehr schade, wenn du es mit dem Denkmuster deiner Opferrolle nicht zu nutzen weißt. Einige von euch können ihre medialen Fähigkeiten entwickeln. Einige von euch werden spirituelle Wachstumsphasen durchmachen. Einige von euch werden vielleicht Medien aufsuchen oder Schamanen aufsuchen, Geistheiler aufsuchen oder selbst Kurse belegen, um dies zu erlernen. Es ist auch gut möglich, dass du entlang deines Weges, also tatsächlich im Außen, etwas Wunderbares, etwas Schönes, etwas Wertvolles, für dich Wertvolles findest, so quasi wie die Münzen auf dem Gehweg, die man manchmal findet, so findest du etwas am Wegrand, also wo Gras ist, sei es auf einem deiner Spaziergänge oder Ausflüge. So, du darfst erkennen, lieber Krebs, dass bislang einzig du allein dich selbst aufgehalten hast mit deinen Vorurteilen dir selbst gegenüber, mit dem, wie du über dich selbst urteilst, mit dem, wie du, ja, so streng mit dir selbst bist. Das darf aber endlich gehen und du wirst davon befreit. Ja, es ist tatsächlich für dich wie eine Befreiung, eine lang ersehnte Befreiung und wie so nach dem Motto, dass man sagt, ja, was stimmt denn mit mir nicht? Irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Und plötzlich erkennst du, dass alles stimmt, nur du dir das eingeredet hast, dass irgendetwas nicht stimmt. Grandios. Dorthin gehend wird dieses Kapitel definitiv geschlossen. Und du weißt, jedes Ende birgt auch gleich einen Neuanfang und bringt einen Neuanfang mit sich. Sicherlich eine weitaus positivere Denkstruktur, ein weitaus positiveres Selbstbildnis. Und ich kann dir sagen, im November wirst du so ein positives Selbstbildnis über dich selbst generieren und haben, dass du nicht mehr aufzuhalten bist.
deine Vergangenheit, so wie du dich gesehen hast und wie du dich dargestellt hast, die Unsicherheiten, die Ängste, die Zweifel über dich selbst und du im großen Ganzen, also wie du im Zwischenmenschlichen dastehst, wie du dich im Außen in der Welt präsentierst und zeigst. Ciao. Dieses Bild wird grundsätzlich, grundlegend verändert. Und zwar zu deinem höchsten Wohle durch dich selbst. Bravo, lieber Krebs. So ist es recht. So wollen wir dich. Dann kann es sein, dass du dich bezüglich einem deiner Mitmenschen im engeren Umkreis, falls nicht sogar in einer intimen Partnerschaft oder in einer, ja, engeren Verwandtschaftsbeziehung in der Familie, fühlst du dich ein bisschen gefangen. Das bedeutet, wie als wäre etwas mit Zwängen behaftet, so wie man möchte, dass du dich verhältst, so wie man möchte, dass du dich gibst. Vielleicht auch Ängste, ob du so angenommen wirst und angenommen bist, so wie du bist. Ach, all diese Selbstzweifel halt und Gedanken, die vollkommen unnötig sind, lieber Krebs, weg damit. Aber du wirst dich gleich in den ersten 2 Novemberwochen noch einmal etwas intensiver damit auseinandersetzen müssen. Das ist gut so, weil du es dann echt abhaken kannst. Du brauchst es nicht mehr. Auch leidet vielleicht jemand von euch Krebsen darunter, dass er mit Liebesentzug und Nichtbeachtung quasi gestraft wird. Vielleicht habt ihr es mit irgendeinem Narzissten zu tun oder irgendjemand, der emotionell in keinster Weise ausgereift ist. Lieber Krebs, du findest im November, und zwar zwischen dem 10. und dem 21. November, findest du die Kraft und den Mut, erst einmal hinzusehen, zu erkennen und zu sagen, hasta la vista, Baby, das war's mit mir nicht. Also, wie du siehst, lieber Krebs, du greifst hart durch zu deinem eigenen Vorteil, zu deinem höchsten Wohl. Das ist sehr gut so. Und du kannst auch wirklich wunderbar mit den Antworten umgehen, beziehungsweise mit den, ja, wie kann man sagen, mit den Reaktionen deiner Gegenüber. Du weißt schon seit längerem, lieber Krebs, dass du zu etwas Höherem bestimmt bist. Dass du einen ganz eigenen, ganz speziellen Weg hast, einen sehr intensiven, intimen, empathischen, feinstofflichen Weg. Du siehst oft Dinge, die andere nicht wahrnehmen. Du siehst durch Situationen hindurch, doch oft sagst du gar nichts. Das wird sich intensivieren. Vor allem kann es sein, dass einige von euch Klarträume haben werden, sprich hellsichtige Träume, du träumst und bam, es bewahrheitet sich. Spirit möchte deine Aufmerksamkeit. Spirit möchte, dass du dich deiner Spiritualität mehr und mehr widmest. Jetzt ist der Auftakt und deswegen auch das Interesse vielleicht diverse feinstoffliche Menschen aufzusuchen, um dich von ihnen beraten oder belehren zu lassen. Belehren nicht, weil sie es besser wissen, sondern indem sie dir etwas beibringen. Ja, was wollen wir mehr, lieber Krebs? Es scheint, jetzt gegen Ende des Jahres gibst du noch einmal richtig Vollgas. Und ich glaube, du lernst auch deine Emotionen besser zu handeln. Du lernst auch, Moment, hier haben wir Flipperkarten. Du lernst nicht nur deine Emotionen besser zu handeln, sondern vor allem lernst du die unnötige, gut zuhören jetzt, nicht falsch verstehen, die unnötige emotionale Disbalance in dir besser handeln zu können.
Wir machen weiter im Extended. Schauen uns noch den Rest an, welche Botschaften wohl zu dir kommen möchten. Wir freuen uns auf dich. Wir sehen uns gleich im Extended. Ciao!